Hey Hosters und Sternchen, was geht? Wir spielen heute mal wieder eine Runde Tanky Online. Das Ganze auf meinem großen Account mit Vulkan und mit Paladin. Ich hoffe, dass euch das letzte Video gefallen hat. Da ging es ja um die Geschichte des Spiels. Wenn ihr es nicht gesehen habt, holt es sehr gerne nach. Ich hoffe, ich verlinke euch das hier oben irgendwo im Video. Und ansonsten, wenn ihr weitere Themenvorschläge habt oder Dinge, die ich mal hier besprechen soll in meinen Videos, lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Mal gucken, ob man das umsetzen kann. Aber jetzt fragt ihr euch bestimmt, ob ihr das Video liken sollt. Definitiv. Ein Abo dalassen? Na, 100 Pro. Aber warum Vulkan? Einerseits wurde ich gefragt, ob ich das Ganze mal in einem Livestream spielen kann, diese Kombination. Ja, habe ich gemacht. Aber jetzt, der Grund, der ist ein anderer. Und zwar habe ich dafür eine neue Variation, die ich gerne testen will. Und zwar die Variation Großkaliber. Ich mache euch hier mal den Text auf, wenn ihr den lesen wollt. Diese Variation, kurz mal runtergebrochen, erhöht den Schaden der Waffe drastisch. Also wir reden hier von 140% mehr Schaden. Außerdem wird die Zeit verkürzt, die es braucht, vom Start der Waffe bis zum ersten Schuss um minus 20% und auch minus 20% wird das Ganze reduziert vom letzten Schuss bis zum Stillstand der Waffe. Außerdem haben wir 300% mehr Stoßkraft und natürlich hat das leider auch ein paar Nachteile. So ist zum Beispiel die Nachladezeit um 100% erhöht. Und außerdem natürlich auch dadurch auch ein höherer Rückstoß für uns selber um 100% und auch die Drehgeschwindigkeit ist reduziert. Aber gut, das sind alles nur Zahlen, Daten, Fakten, das ist alles nicht interessant. Wie verhält sich das Ganze auf dem Schlachtfeld? Ja, darauf kommt es doch nur an. Das gucken wir uns jetzt mal hier im Detail an. Ich bin gespannt, also auf dem Papier klingt das ja alles ganz toll, oder vielleicht mal eine andere Karte. Vielleicht auch mit ein bisschen mehr Sonnenschein. Ich habe gesagt, mit ein bisschen mehr Sonnenschein. Ja? Ich brauche hier keine tiefe Nacht. Ich brauche ein bisschen Sonne. Es ist immerhin Sommer. Ich habe gesagt. Okay. Alle guten Dinge sind 4 oder vielleicht auch 5. Oh, ja, vielleicht. Oh Mann. Also wenn das jetzt langsam nichts wird, dann muss ich wahrscheinlich schneiden. Wir sind irgendwie kein Stückchen weitergekommen. Aber vielleicht hilft es ja, ein bisschen darüber zu reden und dann es noch einmal zu probieren. Ja, 8 Sekunden Wartezeit, das ist ja sehr toll, aber wenn es halt nur immer die gleiche Schlacht ist, ist es auch unschön. Und das hat ein bisschen länger gedauert. Mal gucken, vielleicht was Neues. Vielleicht sogar mit Sonnenlicht. Es ist die gleiche Karte, aber immerhin, wir haben Sonnenlicht. Okay, gut. Alles klar, dann machen wir es einfach auf dieser Karte. Eigentlich wollte ich auf einer anderen spielen, aber ist in Ordnung. Kann man sich nicht aussuchen. Also gut, kann man sich schon aussuchen. Es gibt ja auch Pro-Schlachten, aber das ist alles jetzt nicht so wirklich von Bedeutung. Gut, also wir machen mehr Schaden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ob sich das Ganze lohnt. Also das Coole ist, also es geht schon recht schnell, ne? Also die Waffe fängt schon schnell an zu schießen und hört auch schnell wieder auf. Finde ich gut, finde ich gut. Und auch der Schaden, der ist in Ordnung, oder? Also die haben Schutz, jetzt nicht unbedingt gegen Vulkan, aber 240 Schaden pro Schuss, das ist nicht schlecht. Ja, also klar, natürlich, okay, 480, ja. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Aber man könnte mit ein bisschen Glück sogar den Juggernaut eliminieren. Ist das nicht toll? Ist jetzt natürlich nicht eine Waffe, die macht schon dauerhaft Schaden, ja, natürlich. Aber das ist jetzt, sage ich mal, nicht mehr so, dass hier die Schüsse 10-mal pro Sekunde rausgeschossen werden. Aber ich denke mal, das ist in Ordnung, ne? Jeder einzelne Schuss, der macht guten Schaden. Und wenn die Gegner nicht gerade die Verteidigerdrohne haben und auch noch 50% Schutz gegen uns, dann lässt sich damit einiges bewerkstelligen. Ja, muss man mal einfach so sagen. Und gerade hier hat niemand Schutz gegen mich. Also da kann man mal das volle Potenzial dieser Variation sich mal angucken. Wenn ihr wissen wollt, wo es das Ganze gibt, das gibt es gerade, ich denke mal, wenn das Video online ist, dann müsste es das auch noch mal geben. Ja, ich bin mir da sicher. Jedenfalls gibt es das Ganze in den Elite-Herausforderungen. Ja, also da muss man natürlich schon ein bisschen was erstmal an Rubinen haben, wenn man das unbedingt will. Wollte ich das unbedingt? Ja, eher weniger. Aber ich dachte mir, komm, ich probier's mal. Ja, vielleicht kann man dann mehr Leute damit nerven, also mit der Waffe nerven hier. Na? Und ja, warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Shredder finde ich ganz gut, aber bei Shredder muss ich sagen, das ist schon ein bisschen nervig, dass die Waffe
beim Schuss sich halt verankert, ja, in die Position, die sie gerade hat. Also wir können den Turm halt nicht mehr unabhängig vom Untersatz steuern, sondern müssen halt, wenn, den ganzen Panzer steuern, wenn wir wollen, dass die Waffe sich bewegt. Das ist so ein bisschen, ja, da muss man sich dran gewöhnen. Und da finde ich natürlich so einen freien Geschützturm deutlich angenehmer als einen, der halt fest am Panzer ist. Macht es für mich leichter zu zielen, auch wenn das ist das, was ich eigentlich überhaupt nicht wollte. Okay, gut. Tja, ich will es jetzt aber auch natürlich nicht meinem Team hier versauen und jetzt extra mich hier selber eliminieren, nur damit ich wieder Vulkan testen kann. Nee, aber ansonsten, also auch wenn ich jetzt nicht unbedingt dafür bekannt bin, dass ich gut zielen kann, finde ich das trotzdem angenehmer, das Zielen, wenn man halt, wie gesagt, den Geschützturm da besser bewegen kann. Genau, wenn man den Geschützturm, die Waffe allgemein halt unabhängig von... Oh, das ist jetzt alles ein bisschen blöd. Ja, vielen Dank. Bitte heilen. Ja, immer schön weitermachen. Sehr, sehr lieb von dir. Ja, stell dich einfach hier hin. Dann passt das schon. Danke, danke, danke. Da war ich wohl ein bisschen zu unvorsichtig. Was machst du? Du schießt einfach los. Ja, ist okay. Tja, das dauert hier wohl noch ein bisschen, bis er mich voll geheilt hat. Naja, ist okay. Ich habe meinen Overdrive, das passt. Ja, gucken wir mal. So, ich fahre mal hier ganz kurz raus. Upsala. Also ich bin ja ein Freund davon, wenn man einen schwebenden Untersatz hat, dass man dann die Maussteuerung benutzt. Aber so auf einem ganz normalen, ja, das ist nicht so das Wahre. So, zack. Aber gut. Ich hoffe, ihr konntet wenigstens ein bisschen erstmal für den Anfang sehen. Der Schaden war gut. Man konnte damit sogar einen Juggernaut vernichten, ohne größere Probleme. Wenn man nicht gerade noch von anderen Gegnern angeschossen wird und man da ein bisschen Zeit hat. Das macht schon echt guten Schaden. Also, muss ich sagen, gefällt mir. Könnte sogar meine Lieblingsvariation werden. Wie gesagt, ich finde Shredder nicht schlecht, aber die Steuerung der Waffe ist halt einfach, ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und da finde ich diese Kombination jetzt eigentlich deutlich angenehmer. Ja, der hohe Schaden, mir gefällt erstmal grundsätzlich der Fakt, dass man mit einem Schuss mehr Schaden macht. Wobei ich ja auch in irgendeinem der letzten Videos auch mal darüber geredet habe, wie man herausfindet, welche Variation denn besser ist und ob es eher darauf ankommt, ja, wie viel Schaden man pro Sekunde macht, ja, oder halt pro Schuss. Ist es besser, schneller zu schießen mit weniger Schaden oder ist es besser, mehr Schaden zu machen und dafür weniger zu schießen und so? Ja, aber bei Vulkan würde ich sagen, stellt sich diese Frage dann nicht unbedingt. Ne, weil ich finde, das Schusstempo ist noch immer sehr angenehm. Ist ja jetzt nicht so, dass Vulkan jetzt nur einmal pro Sekunde jetzt den Gegner trifft. Das wäre deutlich zu langsam. Aber das, was es... Ach so. Aber aber dieses Tempo, was das jetzt hatte, ist noch immer völlig ausreichend. Und der Schaden, der da halt pro Schuss beim Gegner ankommt, wie gesagt, hängt natürlich stark davon ab, hat der Schutz gegen die Waffe selber, hat er die Verteidigerdrohne vielleicht noch und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Faktoren, so, die man bedenken muss. Aber wenn er jetzt nicht auf uns eingestellt ist, dann ist er eigentlich fast direkt auf 0. Also der wird da so schnell auf 0 runtergeschossen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. So. Aber es ist auch sehr, sehr langweilig hier, hinten die ganze Zeit rumzustehen. So, da wünsche ich mir schon ein bisschen mehr Action. Ah, das ist nicht gut. Okay, sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. So, haben wir hier noch jemanden? Ach, Mann. Es macht nicht so viel Spaß, hier hinten rumzustehen. Aber ich will auch nicht so aggressiv reinfahren in die Gegner. Die kommen ja auch so schon zu mir. Aber trotzdem. So. Ist natürlich langweilig, ne? Vor allem, weil ich ja eigentlich nicht Juggernaut spielen wollte, sondern hier, Mist.
sondern Vulkan testen wollte. Tja. Ja, hat er mich nicht getroffen. Boah, 620? Bitte nicht zu viel Schaden. Mann, Mann, Mann. Der hat aber Schutz drauf. Der hier macht auch bestimmt gute Punkte, ne? Dadurch, dass er mich hier die ganze Zeit heilt. Ah ja, okay, ich nehme alles zurück. 44 hat er. Ist nicht sonderlich viel. Aber vielleicht kann ich ihm ja noch ein paar schenken, indem ich mich hier nochmal ein bisschen runterschießen lasse. Und vielleicht freut es ihn ja dann, wenn er mich wieder heilen kann. So, komm, wir fahren mal hier nach oben. So. Achso, der hat mich da schon im Visier gehabt. Ja. Ist okay. Das sollten wir ja eigentlich aushalten. Wo ist meine Easy da? Meine persönliche Heilung? Wo ist sie? Oh. Okay, komm. Wir fahren wieder hier. Oh, ich finde das so ungewohnt. Ne? Eigentlich müsste ich jetzt wieder auf Tastatursteuerung umsteigen. Ah, das ist schon ein bisschen anders. Ah, da sieht man mal, ich werde alt. Ich kann mich an solchen neumodischen Schnickschnack nicht gewöhnen. So, wo sind die denn hier alle? Hm? Kommt doch mal endlich hier raus. So. Der da hinten? Ja, immerhin. Immerhin einmal getroffen. Oh, noch einen getroffen. Sehr, sehr schön. So, will da noch jemand? Ich sehe halt leider von hier auch nicht so viel. Ach, aber noch 3 Minuten. Das ist wirklich das Langweiligste, was ich je erlebt habe. Ansonsten in einer normalen Runde würde ich mich sicherlich darüber freuen, der Juggernaut sein zu dürfen. Aber jetzt ist das nicht unbedingt das, was ich wollte. Aber gut. Jetzt hängt alles von mir ab. Also ich darf mich hier nicht zerstören lassen. Ich muss hier schön weiterkämpfen. Oh, das ist sehr gut. Danke, danke, danke. Ich muss hier schön weiterkämpfen. Ja, jetzt können wir das Ding halt gewinnen. Und ich lasse mich natürlich hier gleich wieder heilen. Also sag mal. Ja, das Zielen. Ne? Das Zielen ist ein großes Problem hier bei mir. Oh. Gut. Kein so enormer Schaden. Sehr, sehr schön. Upsala. Dann bitte weiter heilen hier. Ja, das sind alles Punkte, die du hier bekommst. Schön weitermachen, schön weitermachen. Lass dich nicht aufhalten, mein Freund. So, Moment. Ja. Kannst du eigentlich... Ja. Genau. Ja, auch du darfst deine Waffe drehen. Ja, die ist nicht festgekettet. Naja, schon irgendwie. Aber so, 2 Minuten haben wir noch. Das sollte eigentlich passen. Die sind ja jetzt auch nicht so aktiv hier im Angriff. Das sollte also eigentlich alles soweit klappen. 2700. Jo, nicht schlecht. Nicht schlecht. Das ist nicht der, auf den ich schießen wollte. Ich wollte auf den da schießen. 3:1. Na, jetzt darf ich es mir auch erlauben, ne? Aber jetzt ist eigentlich auch egal. Also, jetzt kann ich hier auch noch den Rest als Juggernaut zu Ende spielen. Ich könnte natürlich auch selber in den Angriff fahren, aber... Ja, wobei, komm, wir machen das mal. Ein bisschen Action muss auch sein. Ein bisschen Risiko ist in Ordnung. Und man kann ja hier nicht den ganzen Tag hinten rumstehen und nichts tun. Das ist natürlich langweilig. Ah. So. Ihr werdet mich hier nicht bekommen, ne? Das ist euch hoffentlich klar. Also gut, die werden mich vielleicht bekommen, wenn ich weiter so mache. Aber jetzt ist auch egal. Wir haben eine gute Führung. Das ist super. Mehr brauche ich nicht. Super, immer schön weiterschießen. Wunderbar, noch 50 Sekunden. Jetzt kann man sich auch... Upsala. Jetzt kann man sich hier auch mal in den Angriff trauen. Sehr gut, wir haben gewonnen. Wunderbare Sache.
Und jetzt vielleicht nochmal 30 Sekunden hier zum Abschluss. Nochmal hier ein bisschen Vulkan-Action. Sehr, sehr schön. Komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch. Zack, zack, zack. Ja, obwohl der jetzt gar nicht mal so schlecht ist von seiner Ausrüstung her, hat er natürlich trotzdem gar keinerlei Chance gegen so eine gute Kombination. Die werden hier alle fallen. Schade. Schade, 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 schade. Aber gut, immerhin ein Sieg mehr. Und wir werden aber trotzdem nochmal hier in ein Spiel reingehen müssen, weil ich ja euch dennoch ein bisschen was von dieser tollen Variation Großkaliber zeigen will. Oh, immerhin hier kein Juggernaut. Sehr gut. So, das wird was. Ja, passt mal auf. Das wird jetzt was. Wir fahren hier einfach mal Treffen. Treffen ist natürlich eine Kunst. Die Kunst des Treffens, darüber habe ich 3 Bücher geschrieben. Sollte ich mal selber beherzigen. Oh, wunderbar. 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 Also, das sah jetzt so aus, als hätte ich etwas drauf. Ist natürlich alles nur Schauspiel. So. Also das hier, ja, das wäre etwas, was ich auch sehr gerne hätte. Für Hammer. Diese Nagelpistole, oh, das wäre schön. Das wäre noch ein Traum. Ja, das zu haben, oh, da kommen wir so leider nicht ran. Schade, schade, schade. Ich habe ihm auch sehr wenig Schaden gemacht. So. Oh, 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 oh. Da müssen wir mal ganz kurz zurück. Aber man sieht, zack, die müssten sich schon, sehr gut, die müssen sich schon dann sehr schnell heilen. Ne? Also es ist halt nicht wenig Schaden, der hier die Gegner erreicht. So, aber natürlich, wie gesagt, erstmal Gegner treffen, das ist das größte Problem. Wunderbar. Jetzt haben wir zwar... Schade, das wird nichts. Mist, 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 Mist. Oh. War aber ein guter Versuch, Was habe ich denn jetzt schon wieder gedrückt? Oh, und es gibt so Momente, wisst ihr, da muss dann die Garage natürlich auch extra lange laden, ne? Manchmal geht es dann ganz, ganz schnell und dann gibt es halt solche Momente, da muss dann die Garage ganz, ganz lange laden. Dass du es auch schön hier maximal abbekommst. Da habe ich ein bisschen zu wild auf der Tastatur rumgedrückt, würde ich sagen. So. Aha. Das ist ja aber auch ein ganz lieber Junge, ne? Ist ja extra rausgegangen. Unfassbar. Gut, ja, das ist schade. Also ich würde sagen, wir stellen uns jetzt hier gar nicht so schlecht an. Aber es reicht dann am Ende trotzdem nicht. Aber ist egal, ist egal. Hauptsache ich kann hier die Variation zeigen. Ne? Nur darauf kommt es an. Ja. Die langsame Drehgeschwindigkeit merkt man. Also das braucht schon so ein bisschen, ne? Aber so im Großen und Ganzen, wenn man den Gegner so richtig gut im Visier hat von vorne und der jetzt halt nicht um einen rumfährt, ja, dann ist es alles völlig akzeptabel, finde ich. Da kann man schon damit etwas anfangen. Ja, 50%, das ist natürlich unschön. So, aber es reicht. Für ihn reicht es immer. Tja. Die sind leider ein bisschen besser als wir. Aber das ist in Ordnung. Ich bin mal gespannt, wie es für mich persönlich dann am Ende aussieht. Aber ich bin bis jetzt eigentlich soweit begeistert von der Variation. Also mir macht es Spaß. Ich denke mal, wenn ich mit Vulkan spiele, ja, dann wahrscheinlich halt, wie gesagt, mit dieser Variation.
Wir sind natürlich jetzt auch in Unterzahl. Ja, auch das ist immer wieder zu sehen bei mir. Das kennt ihr. Die meisten Spiele muss man halt in Unterzahl bestreiten. Boah, wenn man jetzt auch noch eingefroren ist, dann geht gar nichts. Tja, das ist natürlich blöd. Ja, komm. Beendet das einfach ganz schnell, dann hat sich das hier alles erledigt. Aber ansonsten meine Meinung dazu, also ich würde jetzt nicht sagen, sie ist schlecht. Ne? Das hat man, glaube ich, mitbekommen. Und wenn ich mir eine Variation aussuchen müsste, mit der ich spielen muss, und ich spiele ja ansonsten immer mit Variationen, dann wäre es die, was jetzt halt Vulkan angeht. Von denen natürlich, die ich habe, ne? Nur das kann ich ja entsprechend testen. Aber dann wäre es diese hier. Denn der Schaden, den finde ich gut. Ja, Shredder, wie gesagt, da ist halt die Steuerung das, was mir Probleme bereitet dann. Das Zielen, ja, weil es halt, wie gesagt, vom Untersatz abhängt, vom Panzer selber. Das ist natürlich nicht so das, was optimal ist. Ansonsten, ja, wenn die Gegner schnell um einen rumfahren, da hat man schon so seine Probleme. Aber ansonsten, das, was diese Variation bietet, ja, und das ist halt einfach der hohe Schaden und das schnelle Starten des Schießens und dann halt entsprechend auch wieder aufhören, das kann sich sehen lassen. Ne? Also aus dieser Perspektive betrachtet ist die Waffe gut. Ja, die Leute, die halt viel Schaden machen wollen, die werden damit ihren Spaß haben. Und wenn der Gegner sich jetzt nicht verstecken kann oder wie gesagt halt irgendwie schnell um einen rumfährt und man halt so nicht die Möglichkeit hat, ihn gut zu erwischen, ja, wenn man, wie gesagt, den Gegner dauerhaft treffen kann, dann haben sie in der Regel, denke ich mal, kaum eine Chance, da wirklich großen Widerstand zu leisten. Wie gesagt, wenn sie natürlich jetzt mit allem Möglichen an Schutz kommen, dann sieht es halt wieder anders aus, ja, dann braucht man halt ein bisschen länger, um den Gegner zu vernichten, aber so, der Gegner, der jetzt nicht extra für mich jetzt hier Schutz reinnimmt oder der hier nicht generell mit viel Schutz rumfährt, der sollte ein leichtes Ziel darstellen. Und ich denke, das hat man hoffentlich einigermaßen gut gesehen, ja, auch wenn die meiste Zeit jetzt natürlich eher dafür draufgegangen ist, dass ich hier den Juggernaut spielen durfte. Aber gut, so ist es. Ich hoffe dennoch, dass man ein bisschen was von dieser Waffe sehen konnte, oder beziehungsweise von dieser Variation sehen konnte. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut oder auch besser. Rinjehauen. Ist ja klar.